Wir lieben das Reisen und wir lieben das Wetter und so kam uns die Idee, beides zu verbinden und auf eine Weltreise im Zeichen des Wetters, eine Wetterweltreise aufzubrechen und zum Beispiel zum nassesten Ort der Erde, zum trockensten Ort der Erde oder zum Vulkan Tambora zu reisen und dabei auch noch Neuseeland zu besuchen. So ließen wir die Kinder von der Schule befreien und machten uns auf eine 4,5-monatige Reise, auf die wir jetzt zurückblicken. Schon die Anreise grenzt an einen Marathon. Es dauert mehr als 24 Stunden von Linz mit dem Zug nach Brüssel, mit dem Flugzeug nach London, von dort über Nacht mit dem Flugzeug nach Delhi, dort mit 4 Stunden Aufenthalt, etwas ausruhen und dann am Abend noch weiter in den Nordosten Indiens nach Guwahati. Es ist schon dunkel, als wir in Guwahati ankommen. Als wir aus dem Flughafengebäude treten, fällt uns sofort der beißende Rauchgeruch von den hier üblichen abendlichen Feuern auf. Wir sind sofort von Taxifahrern umringt, die sich fast schon darum prügeln, uns fahren zu dürfen. Die letzte Etappe unserer Anreise bildet nun eine 45-minütige Taxifahrt über holprige, kaum beleuchtete Straßen. Danach fallen wir in unserer Wohnung erstmal todmüde ins Bett. Gleich am nächsten Morgen steigen wir wieder ins Taxi, diesmal um unseren Mietwagen abzuholen. Und da erleben wir auch direkt unseren ersten indischen Stau. Mit unserem Mietwagen kommen wir gut voran, auch wenn die Straßen nicht immer im besten Zustand sind. Unser Ziel Cherrapunji, heute Sora genannt, liegt im indischen Bundesstaat Meghalaya in den East Khasi Hills. Jetzt in der Trockenzeit wirkt die Landschaft dort karg und verdorrt. Es ist kaum zu glauben, dass es sich um den nassesten Ort der Welt handeln soll. Hier fallen tatsächlich über 13.000 mm Niederschlag im Jahr und der allergrößte Teil davon innerhalb von 6 Monaten in der Monsunzeit. Die karge Hochebene endet an steilen Abbruchkanten in Richtung Bangladesch. Die extrem feuchte Luft wird hier zum abrupten Aufsteigen und Abregnen gezwungen. So kommen diese enormen Regenmengen zustande. Tags fahren wir nach Sora, um nach einer Möglichkeit zu suchen, Schulmaterial auszudrucken. Wir werden davon überrascht, dass Markttag ist, was zu einem ziemlichen Verkehrschaos führt. Die Kinder im Schulbus lassen sich den Spaß dadurch allerdings nicht verderben. Wir hatten gerade ein ziemliches Verkehrschaos. Das vordere hier ist unser Auto. Und wir müssen irgendwie versuchen, hier gleich links abzubiegen. Jetzt heißt es für uns Abschied nehmen von der Gegend um Sora. Weiter geht es für uns in das kleine Dorf Tyrna. Vorher lernen wir allerdings noch, wie man hier in der Gegend sein Auto wäscht. Die Fahrt nach Tyrna ist ziemlich abenteuerlich. Über eine holprige, mit Schlaglöchern übersäte Straße geht es über etliche Serpentinen 500 Höhenmeter hinab.
Schon von der Landschaft her ist es eine ganz andere Welt. Die Vegetation wirkt hier üppig und grün, die Luft ist nicht nur wärmer, sondern auch deutlich feuchter. Fast fühlt es sich schon tropisch an. Von Tyrna aus wandern wir zu den Wurzelbrücken. Diese Brücken bestehen tatsächlich nur aus den ineinander verwobenen Wurzeln von Bäumen am Flussufer. Wir fahren weiter nach Morsenram. Das sind zwar nur 10 Kilometer Luftlinie, aber da es keine direkte Straßenverbindung gibt, sind wir über 3 Stunden unterwegs. Morsenram kämpft mit Zora um den Titel des nassesten Ortes und hatte in den letzten Jahren sogar noch etwas mehr Regen als sein Nachbar. Treffen wir die 2 Männer, die die Daten der Station auslesen. Sie zeigen uns den Ort der Regenmessung und die handschriftlich erfassten Messwerte. Für den nächsten Tag wurde ein Generalstreik ausgerufen. Die Einheimischen protestieren gegen ein neues Einwanderungsgesetz. Da mit Straßenblockaden zu rechnen ist, brechen wir einen Tag früher nach Shillong auf. Wir sind nicht die Einzigen, die diese Idee haben. Es herrscht ein schlimmes Verkehrschaos und wir stehen viele Stunden im Stau. Wir sind ja gerade auf dem Highway oder auf einer Straße Richtung Shillong und wir stehen hier ungefähr mindestens seit einer Stunde und es geht wirklich kaum was in unsere Richtung. Man sieht jetzt hier, wie gequetscht die Autos sind. Irgendjemand versucht sich dann wieder dazwischen zu quetschen. In der Gegenrichtung klappt es etwas besser als hier bei uns. Wir sind jetzt 5 Meter weitergekommen und genau, stehen jetzt hier sozusagen für uns der Verkehr, der gerade irgendwie hier abbiegen möchte. Der Verkehr wird hier wohl auch geregelt, aber es wirkt alles ziemlich chaotisch. Neben uns haben sich gerade auch 2 Autos gedetscht, aber das war wohl nicht weiter schlimm. Und wie ihr seht, geht hier sozusagen nichts mehr. Wir hoffen, dass wir irgendwann noch heute Abend zu unserer Unterkunft kommen, die laut Google eigentlich gar nicht mehr weit weg ist. Aber bei dem Verkehr, wo man gar nicht vorankommt, könnte das noch ein bisschen dauern. Shillong als Stadt ist jetzt nicht besonders sehenswert. Wir machen hier nur Stationen, weil es hier eine Wohnung mit Internet gibt. Die letzte Etappe unserer Meghalaya-Tour wird allerdings zu einem richtigen Abenteuer. Die Proteste gegen das Einwanderungsgesetz in Guwahati eskalieren. Es wird eine Ausgangssperre verhängt, aber wir müssen unseren Mietwagen abgeben und am nächsten Tag zum Flughafen. Auf dem Weg Richtung Guwahati werden die Straßen immer leerer. Irgendwann kommen wir wegen einer Blockade nicht mehr weiter und stranden an einer Polizeistation. Zu unserer Rettung kommt der Sohn der Vermieter unseres Airbnb-Apartments. Er lotst uns auf einem Motorrad zur Unterkunft. Im Morgengrauen brechen wir wieder auf und bahnen uns durch verwüstete Straßen den Weg zum Flughafen. Wir fliegen über Mumbai ganz in den Süden Indiens, in den Bundesstaat Kerala.
Nach dem anstrengenden Auftakt unserer Reise wollen wir hier eine Woche am Strand entspannen. Wir sind jetzt in den Tropen angekommen. Das merkt man an den Temperaturen und daran, dass wir zum ersten Mal auf unserer Reise einen Regenschauer erleben. Mit dem Zug fahren wir von Wakulla nach Kozhikode. Von dort machen wir einen kurzen Abstecher nach Sultan Bathery, bevor es weiter nach Kannur geht, wo wir Weihnachten verbringen. Wir sind jetzt hier an einem indischen Bahnhof, am Bahnhof in Wakulla und starten in einer halben Stunde mit unserem Zug. Wir gehen mal hier ganz kurz rum. Also hier ist es noch relativ leer, ist aber auch ein kleiner Bahnhof. Man sieht ja überall so gelbe Schilder mit Nummern. Hier, das ist zum Beispiel Zugnummer, also Abteil Nummer 9 sozusagen. Und hier gibt es so, das sind jetzt das sind wir hier. Da kann man halt sehen, welche Sitze man hat. Auf diesem Schild hier kann man dann schauen, wo die jeweilige Zugnummer hält. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel, weil wir C1 sind, die 11. Die Nummer 12076 sind wir. Und die fährt pünktlich ab, wie hier übrigens heute Morgen alle Züge on time, also pünktlich sind. In Kannur haben wir eine idyllische Unterkunft direkt an einem sehr schönen und vor allem sauberen Strand. Der Höhepunkt hier ist die ringförmige Sonnenfinsternis am zweiten Weihnachtstag. Die ist auch der eigentliche Grund, warum wir hier in Kannur gelandet sind. Wir haben nämlich extra nach einem Ort mit möglichst niedriger Wolkenwahrscheinlichkeit gesucht. Und wie man hier sieht, haben wir alles richtig gemacht. Nun wartet die nächste Etappe. Mit dem Nachtzug fahren wir nach Chennai. Wir sind gerade in Kozhikode oder Calicut am Bahnhof auf unserer Reise von Kerala nach Chennai. So, wir sind jetzt im Zug und ich wollte mal unser Abteil zeigen. Die Kinder schlafen oben und wir werden später unten schlafen, wo Verena am Packen ist gerade. Ja, die Abteile hier sind also Viererabteile, wo man dann so einen Vorhang hat, den man zuziehen kann. Und gerade haben wir hier schon ein kleines Chaos verursacht, weil wir hier hinten an dieser Steckdose versucht haben, Wasserkocher mit dem Wasserkocher Wasser warm zu machen. Und das hat kurz funktioniert. Das Wasser ist ein bisschen warm geworden und dann war Schluss und die Steckdose war kaputt und dann ist scheinbar die Sicherung durchgebrannt.
sind jetzt gerade am Bahnhof in Chennai und wir fahren zu unserer Unterkunft und von da aus fliegen wir dann nach Singapur und wir sind in einem Nachtzug und die Nacht war eigentlich ganz entspannt und ja, wir haben gut geschlafen und dann fahren wir mit einem anderen Zug zu unserer Unterkunft halt und von da aus nehmen wir ein Taxi, so eine Dreiviertelstunde. Es ist jetzt ungefähr 8 Uhr und wir hoffen, dass wir schnell ankommen. Tschüss! In Chennai bleiben wir nur eine Nacht, die wir als Puffer eingelegt haben, damit wir nicht direkt vom Nachtzug zum Flughafen müssen. Die Stadt ist laut, hektisch und mit viel Verkehr. Am Straßenrand ist es voller Müll, es gibt streunende Hunde und Kühe, die aus Mülltonnen fressen. Wir sind wirklich froh, schnell weiterzureisen. Hallo, Mama. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube 7 oder so. Das war so ganz klein. Wohin seid ihr denn damit geflogen? Wir starten jetzt. Das Flugzeug wird immer schneller. Guck mal da unten, Papa. Das sind so Schlösser oder sind das Verhäuser? Ja, Flugzeug. Das Haus gefunden. Singapur hat uns als Stadt schwer beeindruckt, aber besonders gespannt waren wir natürlich auf das Silvesterfeuerwerk. Aber seht selbst. Pass mal. Du musst aufpassen, dass du nicht die Drohne anfackeln. Die fackeln nicht die Drohne. Oder? Ah, guck mal, das ist die Uhr jetzt. Cool. 4, 3, 2, 1, 0. Mit diesen tollen Bildern endet der erste Teil unseres Reiserückblicks. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Tschüss.